Bisher war ich meist alleine unterwegs. Doch seit Anfang des Jahres 2023 teile ich die Leidenschaft zum Motorradfahren mit meinem Freund. Im August packten wir zum ersten Mal unser Zelt, die Tenere 700 und die Afrika Twin und machten uns auf den Weg zu einem gemeinsamen Abenteuer. Vom Münsterland aus nach Frankreich, Italien und die Schweiz. Was erwartet uns auf dieser Reise? Die Sachen sind gepackt, es geht los. Endlich mal wieder Motorradreise im richtig guten Stil. Ich freue mich mega. Es geht nach Frankreich, der Ort, wo ich auch das allererste Mal mit dem Motorrad alleine hinverreist bin. Los geht's! Vorher jedoch bekam mein Motorrad die französische Umweltplakette. Die lässt sich easy übers Internet bestellen, kostet nur 4,61 € und verhindert, dass man gegebenenfalls eine deutlich höhere Strafe zahlen muss. Eben den Fahrzeugschein abfotografiert, hochgeladen und einige Tage später hat man den kleinen Aufkleber im Briefkasten. Gurte festgezurrt, in die Stiefel geschlüpft. Recording. Yay, wir haben uns verbunden. Dann scheint es jetzt zu funktionieren, ne? Ja, sehr gut. Perfektes Wetter. Dann kann es jetzt losgehen. Vor uns liegen 560 Kilometer vom Münsterland in die französische Gemeinde Darney, wo ein ganz besonderer Schlafplatz bei Juliens Verwandten auf uns wartet. Wir sind jetzt die erste halbe Stunde unterwegs. Es gibt Dauerregen, aber eine gute Nachricht. Meine Hände sind komplett trocken, denn ich habe natürlich meine Putzhandschuhe unter die anderen Handschuhe runtergezogen. Hörst du mich? Was? Ja, ich nehme gerade auf. Ach so, ich dachte, du gestikulierst da irgendwas mit mir rum, weil da irgendwas nicht funktioniert. Nein, ich wollte gerade sagen, dass meine Hände trocken sind und Ja. meine Schuhe auch einfach immer noch. Nach einer halben Stunde Dauerregen, das ist schon geil. Beim Tankstopp in einer regenschirmverhangenen Stadt machen wir dann eine erfreuliche Begegnung. Treffen der Reisefreunde an der Tankstelle in Prüm. Und welches Thema kommt schnell auf den Tisch? Natürlich das Reifenthema. E09 ist nur Mieters, ne? Ja. Die sind Dakar, aber ich dachte wegen Laufleistung. Ja. Tu dir das nicht an, falls du mal das überlegst. Never ever? Wir haben vorne 1,5 Stunden an der Maschine gebraucht. Keine Chance. Zu viert lagen wir auf dem Reifen. So, Freunde, und die Handschuhkombination hier ist einfach der absolute Burner. Drin so Merino-Wolle, Warmhaltehandschuhe, dann die Putzhandschuhe und dann die ganz normalen, die jetzt zwar total nass gesogen sind mit Wasser, aber I don't care, because ich hab's da drin warm und kuschelig und trocken. Grenzübergang wasserbillig nach Luxemburg. Und günstigen Benzinpreisen. 1,63 hier, ne? Ja, wir haben 1,89 bezahlt, ne? Ja, ist Wir egal. hätten es nicht geschafft bis hier. Und da sind wir in France. Kaum liegen die ersten Kilometer auf französischem Asphalt hinter uns, werden wir von den französischen Kühen begrüßt, von denen es hier übrigens eine Menge gibt. Ich erleide ersten Materialschwund. Scheiße, meine Scheibe verabschiedet sich.
checke den Stand meiner Sprachkenntnisse. An den ersten Satz, den ich im Französischunterricht lernte, kann ich mich noch gut erinnern. Arthur est un perroquet. Arthur ist ein Papagei. Sätze, die die Welt braucht. Sätze, die die Welt wirklich braucht, wären zum Beispiel Bonjour, ça va? Bien. Merci beaucoup. Je m'appelle Caroline. Danay ist eine französische Gemeinde mit 1100 Einwohnern im Departement Vosges in der Region Grand Est, in der wir heute nächtigen werden. Aber erst gibt es noch was zu erledigen. Zum einen bekommen die Bikes ein Gläschen Vino de Benzino und für mich ist es Zeit, diesen andächtigen Moment einer neuen Motorradreise-Ära mit meiner geliebten Afrika-Twin zu zelebrieren. Ich finde übrigens, Freunde, dass Queenie in diesem Look so bepackt einfach am allerschönsten aussieht. Seht ihr das auch so oder mögt ihr lieber so eher leichtere Motorräder? Also ich stehe da irgendwie drauf. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so mein Wohnzimmer dabei. Mein Entspannungsraum und Abenteuer-Location. Alles in einem. Was will man mehr, oder? Und während ich so die Schönheit unserer Motorräder bewundere, werde ich von einem neugierigen Franzosen angesprochen. Tu sais, YouTube? Ah. C'est ma canal? Caro. Caro unterwegs? Ah, c'est vous? C'est moi. Et tu? Oh, ja, c'est vous. Eh. Ja, Oh, oui. qu'est-ce que j'ai fait? C'est off-road. Kaputt. Non. Ja, no. C'est, wie sagt man denn Schönheit? Beauté? C'est beauté. Vous, si. Ja. Sympathique. Sympathique. Merci. Merci. Tu aussi. Si, si, si. Au revoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, c'est guten Abend. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, toute là. Ja. C'est le copain. Oui, oui, avec... Il parle français? Non, Nein, nicht. aussi un petit peu. Monsieur rigole pas. Hein. Rit pas, hein, monsieur. Hein. Alors? Gute Nacht. Gute Nacht. C'est ça. Hein. Schön, Sie getroffen zu haben. Die Franzosen sind so schön offen. Ne? Da macht man hier ein paar Fotos und sofort ist man im Gespräch. Und dann geht es die letzten Meter zu unserer Special-Unterkunft. Die gute Queenie hat heute Nacht sogar einen Platz im Trockenen, nämlich in der Garage hier. Da steht sie neben dem Feuerholz. Wird sicherlich gut schlummern. Ja, Sonnenuntergang hier beschert uns gerade auch ganz feinstes Licht. So Freunde, und jetzt zeige ich euch, wo wir heute Nacht schlafen. Ein Special Place bei einer Künstlerfamilie. Dort mit einem wunderschönen Blick auf viele schöne Bilder. Landschaftsaufnahmen sowie Andenken an große Persönlichkeiten und Opfer des Krieges. Französisches Grün. Oh, wie schön. Wir sind nämlich hier mitten in einem Atelierhaus, kann man so sagen. Da ist jeder Raum eigentlich eine kleine Ausstellung. Wirklich spannend. Und hier geht es einfach weiter. Also das ist ja unfassbar. Wie kann man so viele Bilder im Kopf haben? Eindrücke aus Danay auf Leinwand. Dran vorbeigefahren, im Kopf gemerkt und dann auf die Leinwand gebracht. Gibt es irgendwie Special Öffnungszeiten? Man kann ja also jederzeit anklingeln oder ansonsten eben kurz anrufen. Ah ja. Das ist aber ein schöner Garten, den ihr hier habt. Das hier, habe ich gerade erfahren, das sind Wunderblumen. Die gehen abends auf und dann können an einer Pflanze verschiedene Farben entstehen. Und hier haben nicht nur die Pflanzen einen Namen. Louise ist die dunkle. Okay. Blanchette ist die ganz helle und Charlotte ist die, die in der Mitte steht. Okay, die haben hier extra ein Hühnerhaus. Und direkt daneben eine Quelle. Es ist nämlich so, also hier ist so ein Fels, ne, so ein Berg. Und da raus haben die quasi die Häuser geschlagen. Oh, Vorsicht, ein Huhn. Da haben die quasi die Häuser draus geschlagen. Und teilweise sind da wirklich auch noch Teile des Hauses aus dem Fels bestehend. Also Quellwasser, das kommt dann aus dem Berg hier rein. So Freunde, für mich steht jetzt hier gleich noch ein bisschen Arbeit auf dem Plan. Ich muss nämlich die ganzen Daten auf meinen Lappi überspielen und sichern. Und dann wird das sicherlich aber auch ein ganz gemütliches Nächtlein hier. Inmitten von Taschen. So liebe ich es doch, oder? Vor allem, wenn der Kilometerstand hoch und die Ausgaben gering sind.
Geschlafen haben wir richtig, richtig gut. Hier in unserem Premium-Künstlerbett mit Top-Aussicht. Neben einem richtig guten Frühstück gibt es Streckentipps von den Einheimischen. Schön, ihr fahrt am Kanal ein bisschen lang, die Saône lang. Okay. Und von da aus in Corche müsst ihr nach Jussey fahren, bis nach Artmar. In Artmar ist übrigens was ganz Tolles, da ist ein Riesenwasserfall. Und dann seid ihr nur noch 6 Kilometer oder sowas von dem Ort, von dem Groin weg. Wo wir dann übernachten. Okay. Im Wald. So, wir verabschieden uns hier von unserem nächtlichen Schlafspot. Und gehen mal wieder zu meinem Motorrad. Hier durch diese Ausstellungsräume. Oh, und den Garten muss ich euch auch noch zeigen. Wenn du gestresst bist, dann gehst du einmal hier durch deinen kleinen Hinterhofgarten und zack, bist du wieder voll entspannt. Jetzt heißt es ab in die Wildnis. Da unten setze ich mich jetzt gleich drauf und fahre dort lang. Au revoir. Bon. Ciao. Ich glaube, das wird jetzt ganz geiler Tag. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Die Franzosen haben auch oft Motorräder, ne? Also viele. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Jetzt mal einen schönen Stopp am Straßenrand. Ich habe mich hier gerade erstmal schön auf das beste Kopfkissen der Welt geprellt. Dieser Stein, richtig schön kalt, mega geil. Es ist nämlich richtig warm und irgendwie auch ziemlich anstrengend zum Fahren. Man sieht es mir an, ich sehe echt fettig aus. Aber das war hier doch wirklich ein sehr, sehr entspannender Moment. Echt entspannt hier, ne? Voll. Schöne Straße hier. Das erste Mal so richtig mit diesen Felsen, die dann am Straßenrand zu der einen Seite und zu der anderen Seite beeindruckend hier hervorragen. Und da unten ist auch noch ein Fluss. Was ein Träumchen. Wir sind hier in Le Pont, einer französischen Gemeinde auf 477 Metern am Westufer des Lac de Nantois. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Liegt auf jeden Fall im Jura in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Zwischen dem 4809 Meter hohen Mont Blanc und dem majestätischen Pont d'Arc schmückt eine fantastische Natur die Region Rhône-Alpes, was wir bereits hier von der Straße aus erahnen können.
Wow, da schlafen wir irgendwo. Dahinter kommen noch mehr Berge. Oh mein Gott, ist das Hammer. Diese Straße hier, ne, ist ja echt richtig traumhaft. Und irgendwann biegen wir dann von der Straße ab in den Wald, wo wir uns einen schönen Platz für unser Haus aussuchen. Wir sind da. Zelt aufbauen. Yay! Das müsst ihr unbedingt mal machen, das ist einfach geil. Ein Abendessen und einen Abwasch später. Jetzt regnet es sogar noch, Leute, und wir liegen hier im Zelt unter Bäumen und du siehst auf dem Wasser die Tropfen hineinplätschern. Hört mal. Ich finde das ein gebührendes Ende für einen tollen Fahrtag. Ich denke, wir werden morgen auch noch hier bleiben und den Tag, hallo, und den Tag hier einfach genießen. Und die Natur und die Stille, dann ist man wieder ein bisschen bereiter für neue Eindrücke. Perfect. Nice. A perfect spot, a perfect day, a perfect holiday. Freunde, ich bin gerade aufgestanden. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, noch sehr, sehr früh. Aber es ist so schön, wenn du aufstehst und die Geräusche der Natur und des Waldes sind um dich und oh, herrlich. Das Wasser ist natürlich auch geil, ne? Hier direkt morgens zum Händewaschen. Man sieht es ja kaum, dass wir da unser Zelt aufgebaut haben. Also an Tag 1 sind wir über Luxemburg, über nach Frankreich, Thionville, Metz, Nancy bis nach Danay. Von Danay sind wir dann Corchusset, Besançon, parallel zum Jura. Dann sind wir hier in der Nähe von Culos gelandet. Und da zelten wir jetzt schön. Ist diese Quelle, wo wir gestern uns geduscht haben. Es ist die ganze Nacht so ein leichtes Rauschen. Richtig, richtig schön. So, erstmal lecker Käffchen. Es gibt doch nichts Geileres, als morgens in der Natur die Zähne zu putzen. Die Wildnis holt runter und ist eine willkommene Ruhepause nach 2 Fahrtagen mit vielen Eindrücken dieser neuen Erfahrung, zusammen mit meinem Partner zu reisen. Es ist wirklich anders als allein, mehr Kommunikation und ich probiere Dinge, die ich sonst wahrscheinlich nicht probiert hätte. Wie diese Pastete im Teigmantel, die Julien bereits kannte. Freunde, ich werde das jetzt mal hier kosten. Also auf die Pastete, fertig, los. Ist so ein bisschen Gelee-artig, kann man wohl essen.
Le Richelieu. Fällt ein bisschen auseinander. Kann man essen, aber kann man sich auch besser nochmal woanders. Wie alles andere natürlich auch. Sonstige Entdeckungen. Mayo mit Senf drin. Und mit dieser Mayo-Senf-Kombination kann man wirklich alles pimpen. Ja, wir haben hier in der Natur wirklich alles, was man braucht. Bezüglich so Frühstück, gerade bei so Wildcampen, liebe ich das immer, so eine Packung selbstgemischtes Müsli dabei zu haben. Das macht immer richtig gut satt, ist gesund und man braucht nicht viel, außer halt eine Milch, die für einen Kaffee dabei ist. Daumen nach oben. Es scheint so, als wäre das hier das reinste Paradies. Und doch lauern hier ungeahnte Überraschungen. Ich bin gerade so gelaufen und dann plötzlich durchs Gras zischte da was her. Eine Schlange. Voll krass. Er hatte mir davon erzählt, dass es Schlangen gibt. Ich habe es ihm erst nicht geglaubt. Jetzt weiß ich's. Aber die ist sofort weggezischt, als sie mich gespürt hat, glaube ich, durch die Vibration, die man beim Gehen auslöst. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger, wenn ich durch diese Gräser gehe und so. Trotz dieses kleinen Schrecks stelle ich immer wieder fest, es gibt nichts Geileres als geiles Essen, geile Mopeds, das Zelt nebenan und das Ganze mitten in der Natur. Das ist Freiheit, das ist Zufriedenheit, das ist Lebensglück. Jo. Und geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Also teile auch gerne dieses Video. So Freunde, nach 2 Tagen hier in der Wildnis geht es weiter an den Lac de Serponçon. Da war ich ja vor 5 Jahren, als ich meine erste Motorradreise gemacht habe mit der Afrika Twin und dem Zelt. Und das Ganze gucke ich mir jetzt nochmal an, 5 Jahre später. So, jetzt erstmal schön die Beißerchen putzen und dann geht's los. Auch so ein Phänomen auf Reisen. Der Ort, an dem ich bin, kann noch so schön sein. Wenn es weitergeht, bin ich trotzdem voller Freude auf die neue Landschaft, die der Fahrtag bringt. Wir fahren jetzt von Culoz aus südlich und unser nächster Zwischenstopp soll sein in Valois. Und von da aus geht's dann ab ins Gebirge. Los geht's! So, ich habe jetzt hier auch mal eine Kamera dran. Sachen sind gepackt, dann kann's losgehen. Über die Wurzeln in die Alpen. Ui, Blätteralarm. Oh, noch eine dicke Wurzel zum Abschluss und hinein geht es. Hello World, here we are. Und dann steuern wir erstmal die nächste Mülltonne an. Das ist halt so die feine Art der Wildcamper. Immer schön alles wieder mitnehmen, was geht. So, Schätzelein, weißt du, wo es lang geht? Ah. Wir am Lac de Bourget. Man hat echt schon eine richtig geile Aussicht von hier, auch in die schneebedeckten Berge, die da noch vor uns liegen. Und es ist wirklich hier in Frankreich sehr, sehr zu empfehlen, auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu achten, weil es kann ja andernfalls auch richtig, richtig teuer werden. Das ist auf jeden Fall ein Riesensee hier. Kleines Päuschen hier am Straßenrand. Wir haben sogar einen Schattenplatz gefunden. Frankreich macht so einen Spaß gerade zu fahren. Es ist einfach unfassbar schön.
erzählen, was du gerade gesagt hast von der Struktur in Frankreich? Ja, in Frankreich sieht es nämlich so aus, dass die Städtestruktur ein bisschen anders ist als in Deutschland. Hier hast du weniger so Städte der Größenordnung wie Münster, sondern viele kleine Orte, wo nur ein paar hundert Einwohner drin sind. Die jungen Leute flüchten dann natürlich alle in die Großstädte. Deswegen hast du auch die kleinen Dörfer auch so relativ leer und auch zum Teil verwahrlost, weil da einfach nichts mehr los ist. Dafür hast du dann halt so Riesenstädte wie Paris und Lyon, wo dann die ganzen Leute halt entsprechend hinziehen. Ja, es ist nämlich echt krass, wie leer die Dörfer teilweise und wie verlassen und marode dann auch aussehen. Aber dadurch versteht man dann warum, ne? So wie es aussieht, geht es jetzt direkt in den Berg rein. Das wird ein Spaß hier. Nur diese 30er-Zonen-Rappeldinger, die nerven ein bisschen. Wir dürfen hier eh nur 50 und hier hält man sich ja auch besser dran. Sieh? Ach, das sehen andere anders. Ich weiß. Hello, hello. Afrika Twin, yay. Woo. Und was haben wir noch? Eine GS? Eine Triumph. Ja. Fahrt ihr euch mal alle euren Führerschein weg. Ich halte mich artig an die 50. Also das ist hier nichts für zarte Gemüter. Gerade war schon eine am Kotzen am Straßenrand. Die waren aber auch nur mit dem Auto hier. Also man sollte natürlich ein bisschen höhenangstfrei sein und eventuell auch vorher wissen, worauf man sich einlässt. Weil wenn man einmal hier ist, dann ja, musst du da auch durch, ne? Valois haben wir uns entschlossen, nun von diesem Punkt aus, er trinkt gerade noch mal eben ein bisschen was, damit er gestärkt ist, Offroad zu fahren und zwar dort. Leute, kleiner Scherz, machen wir natürlich nicht, aber hier gibt es auf jeden Fall auch in der Nähe irgendwo ein TED. Wir sind hier auf 1578 Metern. Weiter geht's nach Savines-le-Lac. Ja. Irgendwie so. Ja, genau. Gerade eingestellt. Weißt du, das rappelt da die ganze Zeit dran rum. Ich habe da schon 3 Tücher zwischen. Die Schnauze, küss mich einfach. Jetzt haben wir noch so ungefähr 2 Stunden bis zum Lac de Serponçon. So, Julian testet jetzt mal hier mein... Boah, das ist Plastik einfach. Aber wie kann man auch sowas trinken? Es fühlt sich an, als würde es ein Aquarium leer pumpen. Ich bin das schon gewohnt. Ich bin schon völlig verdorben, was das betrifft. Tja, Freunde, man kann da... Das Wasser ist da wahrscheinlich seit 8 Wochen drin schon. Mit Algen und
Das noch aus, und Flusskrebsen. aus dem Balkan, Freunde. Aus dem Balkan. Bis hierhin mitgenommen. Das nennt man Liebe zu den bereisten Ländern. Ein gekonnter Kuss. Und weiter geht's. So, Schatzi. Let's go. Hey ho. Herzelein. Ja, du musst hier weg. Ich komme noch so. Ich muss weg? Du musst hier weg. Immer muss ich weg. Oh mein Gott, es ist wirklich abgrundtief tief. Es ist wirklich gruselig. Ho. Hey ho. Hey ho, die ho. Jetzt geht's runter den Berg. Schätze, ich mach Musik, ne? Ja, mach du mal. Diese Felsen sehen auch geil aus, ne? Die erinnern mich auch so ein bisschen an die sächsische Schweiz, da die Felsen. Ja, das ist ein bisschen größer als sächsische Schweiz. Dezent. Der Col de Galibier zählt zu den wohl bekanntesten klassischen Anstiegen der Tour de France. Mit seinen 2645 Metern Scheitelhöhe ist der Galibier der 5. höchste asphaltierte Alpenpass. Jetzt kommt das Auenland. Wir sind auf 2411 Metern. Ja, hier ist, glaube ich, auch echt super geil zum Wandern, ne? Wenn man sich mal die ganzen Wege und kleinen Bächlein hier so anguckt. Ich möchte trotzdem mit keinem hier tauschen. Weder mit den Rennradfahrern noch mit den Wanderern. Absolut nicht. Rennrad ist ja der Tod hier. Ja! Jo, toi toi toi, Freunde. Let's go, hey ho! Das ist geil, hier zu fahren. Einfach der Oberhammer. Wie ihr seht, die Landschaft ist einfach richtig traumhaft. Die Passstraße wurde im Jahr 1876 erbaut. Sie verbindet die beiden Departements Savoie im Norden und Haute-Alpes im Süden, deren Grenze auf der Passhöhe verläuft. Ebenso trennt der Galibier die Region Auvergne-Rhône-Alpes von der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur im Süden. Außerdem ist er auch eine Klimagrenze zwischen dem feuchteren nordalpinen und dem trockeneren mediterranen Klima. Er hat eine maximale Steigung von 12%.
Hier oben bin ich fast schon überfordert mit Gucken, Staunen und Fahren. Die Landschaft, die Kurven und all die anderen Eindrücke sind überwältigend. Galibier galaktisch gut. Nach Norden schweift der Blick bis zum weit entfernt gelegenen höchsten Berg der Alpen, dem Mont Blanc. Hier kommen wir in die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oho, das bockt hier. Das bockt. Auf 2500 Metern. Wow. Hätten wir das mal vorher gewusst, hätten wir alles genauso gemacht, wie wir es gemacht haben. An dem hier vorbei eben? Ja. Ja, die dicken Wohnmobile, die haben hier teilweise echt Probleme hochzukommen. Die wiegen natürlich einiges. Dann enge Kurven mit wenig Platz und auch noch Steigung. Ich bin ganz froh, dass ich nur 2 Räder zu bewegen habe, die auch deutlich schmaler sind. Während der Wintersperre von Anfang November bis einschließlich Mai ist der Col du Galibier übrigens nicht befahrbar. Also genießen wir ihn jetzt umso mehr. Hier sind auf jeden Fall echt viele, die trampen. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber viele Menschen, die hier am Straßenrand stehen und den Daumen raushalten. Ich hab ein Déjà-vu. Wir sind hier am gleichen Campingplatz, wo ich auch vor 5 Jahren war. Direkt am Lac de Serre-Poisson. Ich bin hier gerade angekommen und jetzt mal schauen, was wir hier für einen Platz diesmal haben. Wir fahren jetzt mal hier so vorsichtig durch und dann nehme ich euch mal mit, um zu gucken, wo unser Platz ist.
halt mega geil. Das Wetter ist richtig top, ey. Und womit baut man noch besser ein Zelt auf? Mit Wein. Prost. Gibt nichts Geileres nach einem heißen Fahrtag. Ein lauwarmer Wein. Ich glaube, der steigt mir gleich ziemlich zu Kopf. Ich hoffe, ich kann noch schwimmen, weil das habe ich auf jeden Fall noch vor. Ansonsten, Julien wird mich schon irgendwie abschleppen. Also im Wasser meine ich, ist jetzt auch egal. Das Zelt steht. Und es steht nicht irgendwie. Es steht so, dass man quasi, wenn man drin liegt, auf den See gucken kann. Da fällt das Weiterreisen schwer. Und deswegen bleiben wir doch gerne, oder? Jetzt geht's ab ins Wasser. Was war? Hier können wir so durchschwimmen. Sollen wir bis zur Brücke da hinten? Können wir auch eben machen, oder nicht? Einmal um den Pfeiler und wieder zurück, oder? Am Arsch die Ziege, ey. Wollen wir mal so voll Dream-Paar-mäßig hier und so rein? So nach dem Motto, oh mein Gott, wie romantisch. Und in Wirklichkeit bricht man sich die Beine oder Füße. Auf Lego laufen. Ja. Was soll ich machen? Ja, irgendwie sexy-mäßig, Sonnenuntergang-mäßig. Hier voll die Atmosphäre. Warte bitte auf mich, ich wollte romantisch zusammen mit dir. Ach so. Geil, ey, mit den Bergen, in die Sonne, mega. What do you want to say about the Fahrtag? Er war super, er war prächtig, er war spannend. Einfach alles perfekt. Geile Berge, gute Karre und geiles Wetter natürlich. Ja, mit dem Wetter hatten wir wirklich großes Glück, denn an diesem Abend zog noch ein Gewitter auf. Allerdings traute es sich nicht bis zu uns. Wieder mal ein perfekter Tag mit 272 eindrucksvollen Kilometern. Ein neuer Reisetag beginnt. Kaum hat die Sonne ihre Strahlen durch die Blätter der Bäume bis an unser Zelt geschickt, schon zieht es uns ans Wasser. Und wir scheinen hier nicht die Einzigen zu sein, die schon wach sind. Nach diesem kühlen Start in den Tag heißt es Frühstück mit bester Aussicht aufs Moped und das Wasser. Und einer französischen Delikatesse. Wir werden sicherlich auch noch was nach Deutschland mitnehmen, was einmal so geil ist, diese Mayo. So kann der Tag beginnen. Nur 25 Gehminuten entfernt vom Camping Municipal am Lac de Serponçon liegt der Ort Savines-le-Lac, wo man eine richtig gute Pizza mit einem köstlichen Ausblick bekommt. Der Lac de Serponçon ist nicht nur ein Ort der Erholung in den französischen Westalpen, sondern auch ein extrem nützlicher Stausee, der zur Stromerzeugung, Bewässerung und Trinkwasserversorgung dient. Mit 1,2 Milliarden Kubikmetern Fassungsvermögen ist er das größte Wasserreservoir Frankreichs. Und es gibt hunderte Freizeitaktivitäten, die sich hier ausleben lassen. Wie Wandern in dem umfangreichen Wegenetz, Radeln und Wasserski kann man hier auch fahren übrigens. Zum Abschied schmeißt man uns zu Ehren noch ein Feuerwerk, sodass wir uns mit besten Erinnerungen von diesem paradiesischen Ort verabschieden können.
von hier aus fahren wir über Barcelonnette, Jussieu und dann hier so richtig geil über die Berge Richtung Isola und da über die Grenze nach Italien. Mal gucken, was uns da erwartet, wa? War geil hier, ey, ne? So zwischen den Bergen. Oh, ist das mega, mit dem See. Ja. Der ist ja richtig türkis, wirklich. Ne? Das ist ganz krass, ne? Ich weiß nicht, wie die das machen hier, diese Seen. Wie machen die das mit dem See? Wie macht ihr das? Welche Farbe kippt ihr da rein? Das so aus, das sieht aus wie im Dschungel irgendwie so, als wenn wir im Amazonas unterwegs sind irgendwie. Wenn wir das nächste Mal hier sind, dann nehmen wir uns einen von solchen Zeltplätzen, so voll frei, oder? Ja, ist ja voll geil. Du bist direkt am Wasser, voll in der Natur und irgendwie so alleine. Ja, so lieben wir es. Tief eingetaucht in die menschenleere Natur. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Afrika Twist! I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Hui, was ist denn das hier? Alter, ist das dunkel. Geil. Boah, mein Licht ist ganz schön schlecht von Queenie. Ja, meins ist ganz gut. Ja, nächstes Mal fährst du vor. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Boah, was eine Landschaft. Oh, guck mal, hier sind so kleine Bächlein, die hier so den Berg runterkommen. Der Gebirgspass Col de la Bonette führt durch die französischen Seealpen. Diese erstrecken sich über die Region Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d'Azur, in welcher wir uns aktuell befinden. Der Col de la Bonette ist nahe der italienischen Grenze gelegen. Mit einer Höhe von 2715 Metern und einer maximalen Steigung von 15% ist der Pass die zweithöchste für motorisierte Fahrzeuge öffentlich befahrbare Straße Europas. Die 2 Kilometer lange Ringstraße, die sich vom Pass abgehend auf der Bergspitze befindet, führt bis auf eine Höhe von 2807 Metern. Sie wird beschildert mit Plus haute route d'Europe. Hinter uns voll die Kolonne, Caro fährt vorne. Aber ich habe die gerade schon kurz ein bisschen abgehängt gehabt. Ja, ich sollte keine geführten Touren machen. Das wird kein Spaß für die, die mitfahren. Erster Gang in der Kurve. Uiuiui. Aber wenn Schaltest du bis in den ersten in der Kurve? Weiß ich nicht, ne? Ich glaube zweiter. Aber Queenie hat auch eben nicht so viel PS, ne? Da muss man mit Schwung fahren. Mit Schwung, ja, am Arsch mit Schwung fahre ich, ey.
Von der Ringstraße aus führt ein 10-minütiger Fußweg auf die Cime de la Bonnette. Von hier aus hat man einen fantastischen Rundblick über den Nationalpark Mercantour mit seiner eindrucksvollen Geröllwüste. Die Länge der Passstraße beträgt inklusive des Col de la Restfond 49,1 Kilometer. Schön, dass wir hier sowas erleben gemeinsam, ne? Ja, das ist sehr, sehr schön. Eine sehr schöne erste gemeinsame Reise, oder? Also so viele Eindrücke jetzt gemeinsam in der Qualität wahrzunehmen, ist schon ein richtiges Spektakel, ey. Also sowas bin ich auch noch nicht so oft gefahren in meinem Leben. Ey, das ist einfach geil, diese Nebel, der sich da drüber legt. Ja, ne? Beim Befahren der Passstraße fallen alte Bunker und andere Gebäude auf. Bereits im Jahr 1890 wurden im Bereich von Restfond und Bonnette militärische Bauwerke errichtet. Neben der Kaserne von Restfond führt die Passstraße mitten durch die Ruinen des Camp de Fourche, einem ehemaligen Militärcamp. Während des Zweiten Weltkriegs hatte dieses Gebiet eine militärisch-strategische Bedeutung. Die Bunkeranlagen, die hier stehen, wurden im Zuge der Maginot-Linie errichtet. Das Verteidigungssystem fungierte in diesem Bereich zur Überwachung des Sektors und Kontrolle des Grenzgebiets im Tinetal gegenüber des damals feindlichen und faschistischen Italien. Die Passstraße, wie wir sie heute kennen, wurde in den frühen 60er Jahren erbaut. Wintersperre ist hier zwischen dem 1. Oktober und dem 15. Juni. Jetzt gibt es in Premium-Kulisse Premium-Essen. Pizza vom Lac de Saint-Ponçon hier im Col de la Bonnette. Schmeckt auch immer noch geil einfach, ne? Er hat aber richtig Tempo da drauf, den Berg hoch. Los, gib ihm, drück voll durch. Mach ich schon. Wenn man jetzt noch hier einen Motorschaden hat, bergauf. Das hat schon ganz komisch gezischt hier gerade. Ich glaube, hier gibt es Schlangen. Ja, deswegen muss man auch aufpassen, wenn man einen Stein hochhebt. Stimmt das? Falls hier entweder Klapperschlangen oder was auch mal sein kann, ist, dass die hier, da wo so kleine Bachgebiete sind, dass die da Alligatoren behaust haben. Und dann wird es gefährlich. Genauso wie Löwen und Hyänen. Das ist natürlich Quatsch. Die einzigen Kreaturen, die ich hier gesehen habe, sind große Fluginsekten, halbnackte Männer. Er lenkt hier wieder alle beim Fahren ab. Am Straßenrand. Das sollte verboten werden. Was? Monsieur Julien. Und Vögel. Sind das Adler? Sag besser einfach nichts, bevor es falsch ist. Das sind Adler, ganz bestimmt. Oder sind das Geier? Das sieht aus wie Geier. Rotkehlchen, geil. Was für Rotkehlchen? Das sind Spatzen. Einfach unangenehm.
Okay, jetzt noch ein paar sinnvolle Infos. Ich sehe gerade, es ist verboten, hier zu campen. Dennoch machen das hier einige. Ich weiß nicht, wie streng die hier sind, aber ich kann es gut verstehen. Ich würde es auch gerne machen. Als nächstes sind wir jetzt hier kurz davor, den Col de la Lombard zu befahren. Das wird ein Spaß. Ich hab Bock. Nochmal eben schnell Pinkelpause und dann geht er los, wa? Am Anfang des Col de la Lombards gibt es eine Menge Tunnel, wie ihr hier seht. Aber das hört auch irgendwann auf. Dahinter wartet eine grüne Wälder- und Berglandschaft, die immer mehr Farbe bekommt, je höher die Straße uns führt. Jeder Pass hat so seine eigenen Charakteristik, Merkmale oder keine Ahnung, so eigene Bildertypen. Hier sind überall diese lilanen Blumen. Das macht die Landschaft hier irgendwie, oh, jetzt hier ist Schotter auf der Straße, vorsichtig. Macht die Landschaft hier irgendwie nochmal so ein bisschen bunter. Ah, da sind viele schöne Fotomotive dabei. Auch das Gestein sieht ja auch nochmal ganz anders aus. Das ist so ein grobes, ne? Im Vergleich zu dem gerade. Also mit diesem hellen Moos bewachsen, ne? Und gleichzeitig diese roten Steinschichten, die man hier sieht. Ne? Und immer diese Bunker auch. Das war ja auch gerade auf dem anderen Berg, ne? In den Berg gehauene Bunker. Queenie gibt hier alles. Du machst das super, Queenie. Da oben auch, mit Steinen drauf. Der zwischen Anfang Juni bis Anfang November befahrbare Col de la Lombard liegt ebenfalls in den Seealpen. Mit ihm überschreitet man den Grenzübergang von Frankreich nach Italien. Dabei verbindet er das französische Departement Alpes-Maritimes mit der italienischen Provinz Cuneo, welche in der Region Piemont liegt. Freunde, hier Col de la Lombard. Kurz hinter Isola sind wir jetzt und das ist der Ausblick. Macht Spaß hier wirklich. Echt eine geile Gegend zum Fahren. Dicker, fetter Tipp. Die Passhöhe beträgt 2350 Meter und ist mit einer maximalen Steigung von 6,8% etwas seichter befahrbar als die vorherigen Passstraßen unserer Reise. Dennoch besticht der Col de la Lombard mit seinem einzigartigen mediterranen Flair, welches sich durch die facettenreiche Flora und Fauna auszeichnet und ist in jeder Hinsicht einen Besuch wert. So
Wunderbarer Fahrspaß, Natur und eine Kuhherde. Ich glaube, das sind sehr, sehr glückliche Kühe. Tauschen möchte ich trotzdem nicht. Am Ende des Col de la Lombard kommen wir durch ein Tal, in dem wir von einer steinigen Ruine verabschiedet werden und die Gerölllandschaft uns einen Blick auf die letzten Kurven der Strecke schenkt. Wenige Kilometer nach der Abfahrt des Passes entdecken wir einen Campingplatz, der nahezu ausschließlich von Dauercampern bewohnt wird. Zwischen ihnen weist uns der betagte Platzwart höchstpersönlich unser Nachtlager zu, das Ruhe und Abgeschiedenheit verspricht. So Freunde, der Fahrtag war mal wieder wunderschön. Zeit, um jetzt all die Daten zu übertragen und diesen Ort zu genießen. Und dann geht's morgen weiter. Wohin? Schauen wir mal. Mit 8,50 € pro Person ist dieser Campingplatz auch preislich ein echter Glücksgriff. Kaum ist der Tag begonnen hier in den Bergen, Freunde, gibt es erstmal einen richtig geilen Kaffee mit Aussicht. Uhu. Und die daneben spielen schon Tennis. Während sich die einen sportlich betätigen, haben wir hier schon artig unsere Sachen zusammengepackt, verabschieden uns jetzt von den Bergen und ich ziehe meine Motorradjacke an und mache etwas, was ich mir ehrlich gesagt wirklich von den Franzosen abgeguckt habe, denn da habe ich gesehen, hatte eine Motorradfahrerin unter ihrer Jacke einfach nur ein Sport-BH. Und deswegen denke ich mir, es ist so heiß gerade, ich probiere das jetzt auch mal. Ich habe normalerweise immer so einen Top noch darüber, aber ganz ehrlich, Freunde, was soll der Geiz? Ich mache das jetzt mal gucken, ob das was hilft gegen diese Hitze. Ja, ich werde mal berichten. Die
Suppe läuft mir nämlich auch schon wieder den Rücken herunter. Es ist unfassbar. So, es ist ziemlich spät schon. Als der Campingplatzbesitzer gestern meinte, ihr könnt hier bis um 1 Uhr auschecken, dachte ich mir so, ja, easy. Und jetzt gerade wurde es dann doch nochmal relativ knapp. So, gucken, er navigiert. Wo lang? Da? Okay. Hi, guten Morgen. Hello, 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 hello. Eieiei, Tante Ilse hier ordentlich am Sweaten. Aber Hauptsache, die Stöcke sind dabei, doch. Naja, also besser ein Stock in der Hand als ein Stock im Arsch. Du hast ja die Navigation heute. Ich habe die Navigation als Aufgabe hier, ja. Das heißt, wir kommen irgendwann an zwischen 22 Uhr ja. und 3:15 Uhr heute Nacht. Shit, ey, that's real. Ja. Sag mal, willst du denn dann auch vorfahren oder möchtest du mich von hinten? Du kannst erstmal, ich möchte dich gerne von hinten. Wir fahren hier durch die italienische Provinz Cuneo, die eine kleine Gemeinde namens Argentera beinhaltet, wo sage und schreibe nur 78 Einwohner verzeichnet sind, laut Wikipedia. So menschenleer führt uns die Straße auch weiterhin durch flache, aber dennoch sehr genüsslich zu fahrende Landschaft. Mit zum Glück einer Menge schattenspendender Tunnel. Geile Straße hier, ne? Ja, voll, ey, richtig schön. Ich grinse die ganze Zeit. So richtig entspannt mal. Und auch halt, wie du gerade sagtest, mal einfach jetzt was anderes, als jetzt schon wieder irgendein Pass, wo du aus dem Staunen nicht rauskommst. Das ist so auf eine andere Art und Weise schön. Ich dachte gerade schon, ob das hier ein Radweg ist, ne? Weil die Straße so schmal ist. Aber das ist hier tatsächlich eine Straße auch für Autos, ne? Was ein Geheimtipp. Wie heißt diese Straße denn? SP 337. Und während wir hier so vollen Genusses unterwegs sind, hält plötzlich ein Auto neben uns an. Woher wir das wissen? Wir wissen das gar nicht, aber Zufall, ne? Ja, danke. Woher wir wissen, dass hier so eine schöne Straße ist? Ja, wussten wir nicht, aber haben wir gut gemacht, meinten sie. Italienische, Deutschsprechende. Auf das Lob ein Küsschen. Nee, das geht nicht. Weiter geht's durch die glühende Hitze Italiens, die auf den langen, geraden Straßen fast zu stehen scheint. Freunde, hier ist so ein schöner Bach. Ich finde, man muss das einfach mal mitnehmen. Da mal einmal mit den Beinchen rein, wa? Was meint ihr? Das ist doch wunderbar hier. Herrlich, herrlich. Weil wenn die Füße einmal nass und kalt sind, dann könnte es bedeuten, dass es danach deutlich angenehmer ist, denn es gibt einfach ein bisschen Frische von unten. Vielleicht ist das jetzt irgend so ein Abwasserkanal oder so. Oh, geil. So, das war's auch schon. Weiter geht's. Wir haben ja noch was vor uns heute. Oh. Das ist aber Hardcore-Massage für die Füße hier mit den Steinen. Ey. Autschen, Bumbauschen. Das war's wert. Autschi, Bumbautschi. Ja. Da hinten wäre es bestimmt auch einfach flach gewesen. Jetzt ist auch zu spät für da hinten. Ja, ja. Weil du es mal hätte, wäre, könnte es aber nicht. Wenn du zu gierig bist. Ja, man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Und die Flüsse auch. Oh, aber ich kann sagen, ich feiere diese Stiefel sehr. Die sind so angenehm zum Fahren, zum Laufen, so viel leichter. Oh, es ist echt eine Wohltat, damit unterwegs zu sein. Das mal eben hier so
Als kleines Backup vom Flussrand. So, weiter geht die Fahrt. Mit angenehm nassen Füßen geht es nun weiter immer geradeaus. So kommt es mir zumindest vor. Viele Kurven gibt es hier wirklich nicht und wenn, dann sind es Kreisverkehre. Bis irgendwann dann der Magen knurrt. Und da wir eh tanken müssen, verbinden wir das mit einer Mittagspause. Also ein bisschen hat es was geholfen, ohne Top zu fahren. Trotzdem ist die Jacke jetzt nass. Aber wäre sie auch sonst, glaube ich. Oder? Absolut, bei der Luft Hitze. in meinen Reifen. Warum haben die hier in Italien keine Luft? Weil Italiener gute Reifen haben. Nicht eindeutig keine Italienerin. Fester Bestandteil unseres Tankrucksacks ist mittlerweile diese Mayo. Huldigen wir dieser Mayonnaise. Ja. Auf der Skyline des Brötchens. Kanüle ist einfach schon halb leer. Ca. 73% unserer Kalorienzufuhr haben wir hier auf dieser Fahrt sicher durch diese Mayonnaise aufgenommen. Mayonnaise? Mayonnaise. Absolut köstlich. Auch wenn die Mayo selbst gekauft und nicht gesponsert ist, feiern wir sie wirklich sehr. Strecke zu machen und den kühlenden Fahrtwind zu erhöhen, wechseln wir irgendwann auf die Autobahn Richtung Torino, von wo aus wir einen erstaunlich angenehmen Blick in die Berge der Region Piemont haben. Kaum von der Autobahn abgefahren, empfängt uns eine klassische italienische Soundkulisse. Italien wieder, ne? Ja, typisch, ne? Mit Kleidungsreduktion, Flussfußbad und Autobahnfahrtwind ist das Repertoire an Kühlmethoden an diesem heißen Fahrtag noch nicht ausgeschöpft. Der nächste Schritt, die Flucht ins Kühlregal. Oh, es ist geil kalt hier. Mega, hier bleibe ich. Kann ich mein Motorrad hier mit reinnehmen, bitte? One Apple, one Burner. Vitamine zur Stärkung des Körpers können sicher nicht schaden. Bei dem, was wir heute so alles ausgeschwitzt haben. Auch wenn ich an solchen Tagen am liebsten die halbe Getränkeabteilung in den Wagen packen würde, ist mir gesundes Essen wichtig. Wir können in den Salat Bacon Beans machen. Das sind gute Werte, Freunde. Ich sage, nee, doch nicht. Nee. Die letzten Schweißtropfen des Tages führen uns an den oberitalienischen See Lago di Viverone. Da hinten ist der See und hier sind wir. Er bereitet sich gerade schon mal für ein Bad vor. Und dann werden wir heute Nacht mal in einer anderen Zeltversion schlafen mit einem Blick in den Himmel. Ja, weil es ist so warm. Ach, wir gönnen uns das heute mal in einer etwas abgespeckten Version von Zelt. Die 2 letzten Tricks zum Cooldown. Zelt nur halb aufbauen und mit dem Körper komplett ins Wasser gehen. Leute, das ist ja wohl mal ein super geiler See hier. Perfekt. Ich würde sagen, da flitzen wir jetzt mal rein, wa? Holy shit, der ist gar nicht mal so kalt. Ready, steady, go!
Morgen geht's dann in die Schweiz rüber. Furka-Pass und Grimselpass, oder wie hieß Gotthardpass. Gotthardpass. Mit Pflastersteinstraße. Ja, cool. Das wird bestimmt sehr nice, Freunde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und, Alter, ich hab voll die Blasen an den Füßen. Außer jetzt nicht deine Blasen da in die euch das Kamera mal halten. Ja, okay, Entschuldigung. Also, Freunde, das war ein, was soll ich jetzt sagen? Was? Was war das? Ein famoser, wundervoller Fahrtag. Trotz alledem, trotz des Wetters, trotz ein paar Autobahnabschnitten. Genau. Der Tag hat gut begonnen und er endet gut. Deswegen gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Leute, genießt das Leben, Motorradfahren, macht das so viel schöner. Da ich bei der SB-Tankstelle heute in 2 20er-Etappen getankt habe, bekam die gute Queenie für 40 € Sprit und das, was übrig blieb, ging in die T7. Der Tag hatte so idyllisch begonnen. Während in Italien über dem Lago de Viverone vor unserem Zelt die Sonne aufging, waren Queenie und Julien noch im Land der Träume. Bis ich die beiden plötzlich unsanft wecken muss. Ja, Freunde, das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich hier morgens aufwache und vom Campingplatz weggeschickt werde, weil der nicht für Motorräder ist. Ich hatte hier gestern Abend an der Rezeption niemanden mehr erreicht. Dann haben wir hier noch ein paar Leute gefragt, die hier standen. 2, 3 Deutsche waren das, aber auch Italiener. Und die sagten so, ja, komm, stellt euch hin. Ja, und jetzt gerade waren hier die Campingplatzbesitzer und sagten, tende ne possible oder non possible. Und so haben wir jetzt mal eben kurzerhand unsere Sachen gepackt, in Windeseile, nochmal eben schnell Zähne geputzt. Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und suchen uns ein lauschiges Plätzchen zum Frühstück. Irgendwo in der Natur am Wegesrand. Manchmal muss man einfach auch zu seinem Glück gezwungen werden. Ich glaube, so früh wären wir sonst nicht losgekommen. Naja, öfter mal was Neues. Vorteil ist, es ist eh so heiß, dass wir hier gar nicht lange bleiben wollen. Besonders in solchen Momenten, wo unerwartete Dinge den Verlauf einer Reise ändern, gilt es das Positive zu sehen. So kann ich dieser morgendlichen Fahrt durchs Grün immer der Sonne entgegen einen wunderschönen Zauber abgewinnen. Und wir haben neue Trocknungsmethoden für nasse Socken getestet. In Ermangelung der Zeit, in der wir jetzt hier nicht richtig packen konnten, machen wir einige Notlösungen, wie zum Beispiel hier die Socken. Die kommen jetzt hier an die Seitentaschen. Funktioniert einwandfrei. Eine halbe Stunde Sonnenfahrt und die Dinger sind trocken wie die Wüste Gobi. Nicht durch die Wüste, aber immerhin über einen Feldweg erreichen wir unseren Frühstücksplatz. Kuchen mit Tomaten. Mutig sein für neue Mischungen. Aber irgendwie steckt der unsanfte Start dieses Morgens uns noch in den Knochen. Unangenehm, einfach unangenehm ist das. Ja, wir sind beide ziemlich fertig und haben echt schon was erlebt. Jetzt auch nicht, geht, aber man braucht jetzt auch nicht. Okay, ich bin fertig. Ich habe noch nicht mal meine Haare gekämmt, das nervt mich. Ich lasse mir doch jetzt den Tag von uns Italiener hier nicht versauen. Ja, hä? Hier sind überall Mücken. Ja, wir sind nämlich hier irgendwie so an die Seite gefahren. Erstmal Käffchen hier. Die Krise, ey. Setz dich neben dein Motorrad und wein. Fang einfach an zu weinen, das ist alles gut. Oh Mann, Leute, das ist echt nicht lustig hier. Ich versuche gerade meine Seitentasche zu packen und es kommt immer alles wieder raus. Oh, der Schweiß läuft mir in die Augen. Ey, ich habe bestimmt schon 3 Liter Wasser verloren heute Morgen. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Oh Mann. Dann hilft es vielleicht, wenn man mal kurz einfach gar nichts macht. Genau. Mach das doch mal. Beruhig dich erstmal ein bisschen. Ich hole jetzt hier derweil das Goldwerkzeug mal raus. Ich muss nämlich noch mal einen Spiegel festmachen. Ein 14er ist das, glaube ich, oder ein 12er. Ein 12er habe ich ja extra noch gekauft, bevor wir losgefahren sind. Da ist er. Ja, 1,99 €. Und passt es 12? Natürlich überhaupt nicht 12. Mann, was ist das denn hier für eine Scheiße? Wieso ist das hier das... Das ist ein Phänomen, glaube ich, wenn man als Paar unterwegs ist. Wenn der eine genervt ist, dauert es nicht lange und auch der andere wird genervt sein. Es steckt irgendwie an. Ich sollte mich da jetzt wirklich zügeln, sonst haben wir gleich beide Scheißlaune. Nein, die wird auch schon wieder besser. Alles gut. Ist ja auch irgendwie, man muss nur mit Humor nehmen. Denn eigentlich ist das Ganze auch
echt lustig. Irgendwo, ja, ist es ja auch. Weil es auch albern ist, sich über so kleine Scheißsachen aufzuregen. Genau. Irgendwie, das geht so nicht. Also diese Unordnung hier, da muss man nochmal mit System und ganz gekonnt, gut überlegt. Bescheuert. Was denn? Die Japaner. Was denn? 14er Schlüssel, tatsächlich ein 14er. Niemand, kein Mensch auf keinem Werkzeugset der Welt ist außer in Japan, ist ein 14er Schlüssel dabei. Niemand, außer Japaner. Ich nehme jetzt eine Zange dafür an. Ihr müsst wissen, Julien schraubt normalerweise nur an italienischen Motorrädern, wie zum Beispiel an diesem hier. Hier ist es sowieso egal bei dem Motorrad. Einfach so eine alte Zange nehmen, gerade hier für sowas wie so ein Spiegel. Hier sitzt bombig, sitzt der. Tipp. Vielleicht fällt er gleich direkt ab. Kann weitergehen. Und so starten wir an diesem Morgen von Italien aus, noch etwas zerknittert, unseren Weg bis in die Schweiz. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Gucken hier an der Grenze, ob die irgendwas sehen wollen. Nope, Freifahrt. Okay, dankeschön. Ja, das war doch easy. Aber holla die Waldfee, was ist das hier für eine Begrüßung, oder? Als wir in die Schweiz reinfahren, genießen wir den Landschaftsumbruch. Wieder in den Bergen zu sein, tut richtig gut. Die beiden Grenzposten lassen sich problemlos durchfahren. Und kaum die ersten Kilometer auf Schweizer Boden gefahren, sind die Seiten der Straßen gepflastert mit Tankstellen. Also falls ihr hier auch mal seid, könnt ihr euch das Tanken guten Gewissens bis in die Schweiz aufheben.
hier hat man uns an einer Baustelle sogar nach vorne gewunken, damit wir hier vorne warten dürfen und gleich als Erste durchfahren können. Ha, Schweiz begrüßt doch schon sehr motorradfreundlich, würde ich sagen, wa? Mittagspause, kurz vorm Furka-Pass. Was man nicht alles findet, wenn man an so einem kleinen Ort hier mal einfach die Straße verlässt. Kleines Mittagessen in der Schweiz, zwischen den Bergen. Neben der Straße, aber es ist richtig geil. Wir hatten so ein schönes Stück Käse gekauft gestern, das ist einfach mal weggeschmolzen. Jetzt gibt es Käsefondue, leckeres Brot, ein paar Tomatensalat, ein Offroad-Mittagessen. Und wir haben sogar Gesellschaft von den Tieren des Waldes. Ich glaube, ich höre irgendwelche Glocken von Kühen oder so. Yum. Da schmecken Essen und Ausblick besonders gut. Ich würde sagen, weiter geht's, ne? Auf den Furka-Pass! Beim Durchfahren der Ortschaften bleibt mein Blick immer wieder an diesen alten Häusern hängen, die mit ihrem urigen Stil irgendwie Gemütlichkeit und Tradition versprühen. Wer hätte das gedacht, hier kurz vorm Furka-Pass finde ich ein Stück Heimat. Das hier ist nämlich Münster. Schreibt sich genauso wie das Münster in Nordrhein-Westfalen, ist aber hier in der Schweiz. Mit vielen Motorradfahrern und ja, einem Pass vor der Haustür. Und krassen Häusern, das ist nice. Die stehen hier teilweise, wie gerade schon gefilmt, auf so Steinen, wo man sich fragt, wie hält das, ne?
Grimsel. Ach, zum Grimselpass muss man dann da hoch? Grimselpass, genau. Und zum Furka fährt man jetzt hier... ist das geradeaus, was wir jetzt hier sehen. Abpasshöhe. Hier noch schon einer mit der Tenere. Ja. Hello. Schickes Moped. Wow, da vorne, ey. Siehst du das Hotel da in der Kurve? Oder beziehungsweise das Gebäude da? Da oben, ja. Da oben, das ist so ein Hotel, das ist relativ bekannt. Und da befindet sich der Gletscher. Da gegenüber ist ja links auch auf der linken Seite so ein kleines Gebäude, das ist der Eingang. Wo man in den Gletscher rein kann, sozusagen. Ja, genau. Da oben siehst du den See, der aus dem Gletscher entspringt. Dann kannst du da an dem Berg ein bisschen lang und dann in den Gletscher rein. Da haben die so Gänge reingebaut, dass du da durchs Eis durch kannst. Wow. Guck mal jetzt rechts rüber, der andere Pass. Ist auch schön. Das ist der Grimsel, ne? Ja. Und da unten sieht man, boah, durch das ganze Tal sieht man den Gletscherschmelzfluss. Also das Wasser, was da rausfließt, das Wasser, was da rausfließt, ist der Abfluss. abschmelzende Gletscher. Ja. Deswegen ist das Wasser auch so gräulich gefärbt, weil das im Grunde genommen die Gesteinssegmente sind, die sich in dem Wasser befinden. Der Furka-Pass gehört zu einem der bekanntesten Schweizer Alpenpässe. Nicht nur aufgrund seiner beeindruckenden Höhe von 2436 Metern und einer Steigung von maximal 11% ist er einer der beliebtesten Reiseziele. Es gibt auf der Route neben einem atemberaubenden Ausblick ins Tal auch eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Nirgendwo sonst in Europa kann man so nah an einem Gletscher fahren wie zur Eisgrotte im Rhone-Gletscher. Der Fußweg vom bekannten Hotel Belvedere hinauf zum Gletscher sowie die Besichtigung der dort gelegenen Eisgrotte sind in jedem Fall ein Besuch wert. Imposante Eindrücke wie diese sowie das hautnahe Erleben des Klimawandels und seinen Auswirkungen findet man hier. Bereits im Jahre 1964 wurde diese malerische Kulisse, die wir hier vorfinden, unter anderem für die Dreharbeiten des James-Bond-Films Goldfinger verwendet. Aha! Unfassbar, wie gut, dass wir ihn dabei haben, oder Freunde? Ja, Random Facts. Ah! Ja, solche Infos. So irgendwo in meinem Gehirn rumschwirren. Da möchte man echt wissen, was da sonst noch so rumschwirrt. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Da kommen wir gerade her. Was ein Spaß. Wow. Ein weiterer interessanter Fakt: Auf dem Furka-Pass verläuft die europäische Wasserscheide zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee. Erbaut wurde die ca. 40 Kilometer lange Passstraße übrigens Mitte der 1860er Jahre. Wintersperre ist hier von Oktober bis Mai. Wenn man hier runter guckt, das ist echt unheimlich. Muss ich euch mal kurz gestehen, weil da geht es so tief runter. Oh, boah. Faszinierend, wirklich richtig faszinierend. Ich habe irgendwie ein Kabel im Mund. Also, Respekt hier, Leute, auch wieder mit dem Rennrad unterwegs. Unfassbar. Da musst du Muckis in den Beinen haben. Ach, Freunde. Das ist doch mal echt ein Spektakel. Furka-Blick.
recording. Was? Kuhs. Hier einfach sie so. Ja, frohes Läuten. Cool. Oh, ich freue mich. Warum freut man sich eigentlich so über Kühe hier? Das ist bescheuert. Weil die geil sind. Weil die genauso Augen haben wie du. Oh Mann, ey. So kleine, süße, hübsche Augen. Es wäre fast Knopfaugen wollte ich sagen, nicht Glubschaugen. Es wäre fast ein Kompliment gewesen, aber dann schmiert er es voll in den Sand, ey. Echt, ey. Kuhaugen, Rehaugen. Was weiß ich für Augen. Ja, jetzt komm, ist gut. Tolle Augen. Ich glaube, es wird nicht mehr besser jetzt. Kaum haben wir den Furka-Pass hinter uns gelassen, da wartet schon das nächste Fahrvergnügen versprechende Schmankerl auf uns, der Gotthardpass. Der Weg zu ihm führt uns zunächst durch ein malerisches Tal, das fast schon kitschig wirkt mit seiner roten Bahn, die hier Bilderbuch-like durchzuckelt. Guten Gewissens kann man sagen, dass der Gotthardpass der wohl schönste aller Pässe ist, der durch die Zentralalpen der Schweiz führt. Besonders auffällig ist sein charakteristischer Straßenbelag, der zu großen Teilen aus Granit-Kopfsteinpflaster besteht. Beim ersten Versuch fahren wir an der Abzweigung zu diesem Teil des Passes jedoch blindlings vorbei. Wir drehen und finden ihn dann beim zweiten Anlauf, den, wie wir finden, schönsten Teil des Passes. So, jetzt hier geht's ab auf so einen Pflastersteineweg. Wo denn hier? Ja, in der Kurve. Das muss man allerdings auch wissen, dass man hier abfährt. Das ist ja nicht ausgeschildert oder so, ne? Da stand ein Schild. Echt? Da stand Gotthardpass. Also ein kleines Schild in der Ecke, ne? Super, das zeugt mal wieder davon, dass ich mit sehr offenen Augen durch diese Welt fahre. Ja, kann man aber tatsächlich auch übersehen. Auch wenn er zum Fahren nicht der beste Belag ist, überwiegt die einzigartige Atmosphäre, die in Verbindung mit der wunderschönen Natur, die ihn umgibt, entsteht. Dann wollen wir mal gucken, was der Bildstabilisator hier kann von der GoPro, ne? Der kann so einiges, Freundchen, das glaubt mir mal. Aber es geht, es ist jetzt nicht so richtig ratterisch. Nein. Wirklich nochmal anders als der Furka-Pass, ne? Also ja. Irgendwie... Vor allem ich habe jetzt hier keine Zahlen im Kopf, aber das ist hier ein richtiger Uraltpass, ne? Muss man sich mal vorstellen, das haben die hier von Hand gelegt, das Zeug, ne? Ja. Aber meinst du denn, man kann hier tatsächlich auch nächtigen am Rand? Also, weil die hatten da ja gerade so campingmäßig was aufgebaut, ja. Die da oben jetzt auch gerade, aber das ist wahrscheinlich eher so im Grauzonenbereich und mit etwas Glück behaftet, ob man die Nacht auch durchziehen kann, oder wie ist das? Ich glaube, das machen hier einige in der Gegend. Also... Wie streng sind die da? Das müsste man das mal weiß erfahren, ich nicht, das ne? weiß ich nicht. Ich habe hier noch nicht übernachtet. Das sieht ja so aus, als wenn die hier schon auch länger sind, ne? Ja, Also guck mal, da steht auf jeden Fall auch ein Zelt, also man kann das hier wohl machen. Die bauen das jetzt auch gerade erst auf, Ja. das heißt, die bleiben sicher auch über Nacht. Ja. Das ist wahrscheinlich, sind das so Park-for-Night-Dinger, oder? Müsste man die fragen, wie die da dran gekommen sind. Da muss man ja nicht drankommen. Park4Night ist doch einfach nur eine App, die dir, du kannst ja jeden Ort, das wo wir geschlafen haben, in der ersten Nacht, das könnten wir theoretisch auch bei Park4Night eintragen und dann wird das da als Platz drin stehen.
Nein, aber ich meine, vielleicht gibt es also da ja offiziell irgendwas, wo man sich anmelden kann, weil du meintest doch, es gibt so Natur. Ja, das gibt's manchmal. Das haben die da in diesem Grimsel-Pass, glaube ich, ganz viel oder dahinter. Da ist so richtig viel Natur mit so Wald. Dem Thema Campen auf dem Gotthardpass gehen wir gleich noch genauer nach. Jetzt habe ich meine Unterhose da drauf. Meine Bikini-Unterhose, die zum Trocknen an deiner Seitentasche hängt. Naja, was soll's, ne? Oh ja, auch sehr schöner Blick. Auf der oberen Passhöhe, die übrigens an ihrer höchsten Stelle stolze 2107 Meter beträgt, sorgen kleine Seen und Gewässer für Idylle, die ihresgleichen sucht. Namensgebend für den Pass ist übrigens der heilige Bischof Godehard von Hildesheim. Bis zum Bau der Eisenbahn- und Autobahntunnel war der Gotthardpass seit dem Mittelalter eine der relevantesten Verkehrsverbindungen über die Alpen. Er verläuft in Nord-Süd-Richtung über das Gotthardmassiv und kreuzt dabei den in Ost-West-Achse verlaufenden Furka-Pass, den wir soeben bis zur Passhöhe erklommen haben. Wie auch der Furka-Pass bildet der Gotthardpass eine der europäischen Hauptwasserscheiden, nämlich zwischen dem Rhein und Po. Klingt komisch, ist aber so. Das ist ein Fluss, wusste ich auch noch nicht. Der traumhafte Abstieg, den wir nun befahren, ist die alte Passstraße im Val Tremola. Das ist Fahrgenuss in seinem höchstmöglichen Ausmaß und kommt meiner Meinung nach einer Meditation gleich. So beruhigend und gleichzeitig überwältigend wirkt diese Straße mit ihrem faszinierenden Ausblick in das Tal. Sie hat eine Länge von 13,4 Kilometern. Bei einer maximalen Steigung von 11,4%. Eine epische Fahrt, die mir lange in Erinnerung bleiben wird. Friedrich Schiller beschrieb sie 1804 einmal so: So immer steigend kommt ihr auf die Höhen des Gotthards, wo die ew'gen Seen sind, die von des Himmels Strömen selbst sich füllen. Dort nehmt ihr Abschied von der deutschen Erde und muntern Laufs führt euch ein anderer Strom ins Land Italien hinab, euch das Gelobte. Das hat sich richtig gelohnt. Also ich habe jetzt richtig runtergefahren, ey. So, also Furka, ja, okay, aber da war so viel los. Ich weiß. Und das war ja mehr so Touri-Ding. Und hier bei dem, ey, stehend, diese Kurven mit diesem Untergrund. Ja, das war wirklich ein prägendes gemeinsames Motorradreiseerlebnis für uns. Am Ende des Passes angekommen, gehen wir im nächsten Ort noch schnell ein paar Lebensmittel einkaufen und drehen uns dann wieder um den Pass von der anderen Richtung zu befahren. Schatz? Hallo? Ja. Wir fahren jetzt den ganzen Pass nochmal, allerdings jetzt nicht über die Schotterstrecke, sondern wir fahren den jetzt quasi über diese andere Geschichte. Ist auch nett, aber ist halt jetzt so eine Straße wie das hier, ne? Ja. Ist auf jeden Fall jetzt 20 Kilometer erstmal und dann ist dann irgendwie 2 Minuten davon entfernt, oder 2 Kilometer davon entfernt soll ein Campingplatz sein. Gucken wir da mal. Ne? Oben auch in diesem San Gottardo oder? Nee, irgendwo auch. Nee, Andermatt. Da war das. Das stimmt, ja.
Um dem steigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, begann Anfang der 50er Jahre der Vollausbau der Schöllenstraße sowie der Neubau der Tremolerstraße und der Teufelsbrücke. Mit der Eröffnung des Gotthardstraßentunnels wurde Anfang der 80er Jahre eine wintersichere Verbindung geschaffen. Wir fahren dann tatsächlich noch zum nächstgelegenen Campingplatz, während es so langsam aber sicher dunkel wird. Allerdings hat uns der Anblick des Platzes, auf dem die Zelte dicht an dicht aneinander gepfercht standen und davon nicht gerade wenige, so abgeschreckt, dass wir wieder umgedreht und zurück auf den Pass gefahren sind. Der Traum vom Zelten an diesem unglaublichen Ort war einfach zu verlockend. Zwar dachten wir, es sei illegal, doch dem sind wir dann auf den Grund gegangen und fragten einfach Camper, die dort bereits für die Nacht aufgebaut hatten. Und siehe da... Wildzelten ist hier erlaubt, weil wir über der Baumgrenze sind. Irgendwie ist über 1000, keine Ahnung was Metern und wir sind hier über 2000 Metern und deswegen dürfen wir hier wild campen. Wir können guten Gewissens unser Zelt hier aufbauen. Ich habe dann nochmal gegoogelt und da stand, dass Übernachten oberhalb der Baumgrenze außerhalb von landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist für den Tourismusverkehr freigegeben. Tada! Ich weiß nicht, wie weit wir hier noch fahren können. Das könnte man noch fahren, das könnte man muss halt irgendwo wenden. Aber wir können unser Zelt hier aufbauen. Hier ist geiler Boden, es ist mega weich. Hier ist es super weich. Und wir haben da Wasser, Was? Oh mein Gott, ja, hier ist es überall auch ein bisschen sumpfig, ne? Ja, dann weiß ich nicht, ob das so geil ist. Aber das ist geil. Hier zelten wir. Es ist sicher. Dann können wir das Zelt da oben hinbauen. Wir können das hier hinbauen. Hier. Hier, lass uns das hier hinbauen. Oh mein Gott, wir können hier zelten. Oh mein Gott. Boah, das ist ja wohl mega. Was meinst du, wie das morgen früh aussieht hier? Wir werden hier unser Zelt aufbauen. Da oben stehen die Karren. Der Ausblick sei uns gegönnt. Wir haben noch Bier, Wein und Cola. Oh mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf, geil zu sein hier. Und dann heißt es abladen und aufbauen. Meine anfängliche Euphorie über diesen epischen Ort, der nun tatsächlich unser Nachtlager ist, verwandelt sich an diesem Abend in eine tiefe Dankbarkeit. Ich spüre die Verbundenheit mit der Welt, wie ich sie selten gefühlt habe. Sie hat einfach so unheimlich viel zu bieten, was das Leben lebenswert macht. Freunde, und in dieser Kulisse, wir haben jetzt hier unser Häuschen aufgebaut. Julien fotografiert gerade noch meinen Kilometerstand. Den halte ich immer fest, damit ich auch genau weiß, wie viel ich gefahren bin am Tag. Und ja, hier gibt es dann jetzt Abendessen, Müsli mit Thunfischsalat und Eiern. Und damit verabschiede ich mich, beziehungsweise wir uns, er da hinten, ich hier. Hoffen, euch hat das Video gefallen. Und
sind gespannt, was noch so alles auf uns wartet. Bis jetzt kann ich sagen, diese Reise ist eine riesengroße Überraschung voller Glück, Zufriedenheit und Liebe. Liebe, ja. An diesem Abend genießen wir den Ausblick vom Zelt noch lange. In dieser Höhe ist es still. Nur die Glocken von Kühen oder Ziegen, die in den Bergen hier grasen, sind aus der Ferne zu hören. In dieser Nacht träumen wir besonders gut von den 343 wunderschönen Kilometern dieses Tages. Guten Morgen hier aus dem Zelt. Mit dem Ausblick hier, gerade wach geworden. Es gibt nichts Besseres, Freunde. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Über den Berg. Zeit für einen Kaffee, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kaffee geht immer. Trotz dieser tiefen Ruhe, die die Landschaft ausstrahlt, ist hier tierisch was los an diesem Morgen. Er denkt sich wahrscheinlich auch so, was will die von mir? Geh weg mit deiner Cam, echt. Ich bin gerade erst aufgehüpft. Ich hätte in Ruhe meinen Berg genießen. Und los. Gute Reise. Genieß deine Berge hier. Tschüssi. Ja, wir haben diese Berge auch sehr genossen. Dennoch heißt es irgendwann Zelt einpacken und ab aufs Motorrad. Tschö Gotthardpass, du bleibst unvergesslich. Geiler Weitblick hier, ne? Boah, bis ins ey, Tal. bei dem Licht gerade. Wobei es wahrscheinlich noch geiler ist, wenn man noch früher hierher fährt. Morgens, richtig morgens ist Ja. das geil. Ja, nachts war das eine krasse Atmosphäre. Ich habe echt noch nie so geil wild gezeltet. Du hörst diese Glocken im Berg, diese Kuhglocken und es ist einfach ansonsten die absolute Stille. Da oben in dieser Höhe ist einfach was anderes, als ob du in einem Tal übernachtest, ne? Es fühlt sich auch einfach gut an von der Luft, die da Genau, und heute Morgen war es ja auch schon relativ schnell richtig heiß mit der Sonne, aber dadurch, dass man so hoch war, hat man gar nicht so geschwitzt. Die Luft steht halt nicht so. Wir fahren hier entlang des Maientals, das in der Gemeinde Wassen im Schweizer Kanton Uri liegt. Ich kann kaum glauben, als ich lese, dass sie hier Probleme mit der Abwanderung haben, denn zurzeit leben hier noch gut 50 Personen. Müsste man doch meinen, dass diese gewaltige Natur ein Magnet für Menschen ist, aber scheinbar nur für Touristen.
Die Dorfschule wurde jedenfalls 2002 nach über 100-jährigem Bestehen geschlossen. Die Straßen sind für Fahrspaß dafür umso weiter geöffnet. So, noch 44 Kilometer auf dieser Straße. Gibt Schlimmeres, ne? Irgend so eine tiefinnere Befriedigung, die einem das gibt. Voll. Und dann auch noch mit diesen Tieren an der Seite, diese Kühe. Oh Mann, wie süß. Noch recht klein, ne? Ja, genau. Das dachte ich mir nämlich auch. Alpkäse, deswegen wahrscheinlich. Da ist schon die Hälfte von denen im Käse drin. Als wir uns an diesem Morgen vom Gotthardpass aus auf kürzestem Weg zu einem Wildcamping-Spot in Frankreich machten, wussten wir noch nicht, dass Google Maps uns über einen weiteren Pass schicken würde, der einen atemberaubenden Blick auf einen Gletscher präsentiert, zu dem uns diese an Felshängen entlang verlaufende Passage führt. Der Sustenpass beginnt an der Nordrampe des Gotthardpasses und hat eine Maximalhöhe von 2224 Metern. Die Passstraße ist 45 Kilometer lang und gehört zu den neueren Straßen der Urner-Alpen, eine Gebirgsgruppe der Schweizer Westalpen. Sie wurde zwischen den Jahren 1938 und 1945 errichtet und diente damals wie heute in erster Linie, anders als der Furka und der Gotthardpass, dem Tourismus. Besonders bewundernswert ist beim Abstieg der Westrampe der gut zu betrachtende und sehr imposant wirkende Steingletscher, an dem man relativ nah vorbeifährt. Der Pass ist in der Regel von Juni bis Oktober befahrbar. Auch gilt der Sustenpass als beliebte Strecke für Motorradfahrer. Die Gründe hierfür sind naheliegend. Der kurvige Straßenverlauf ist genauso abwechslungsreich wie der permanent schöne Ausblick auf die Berge und Täler, die vor, neben und hinter uns liegen. Die maximale Steigung beträgt hier 9%. Wer mit dem Motorrad in der Nähe ist, anschauen lohnt sich, Freunde. Das war sehr, sehr schön auf dem Sustenpass, ne? Wundervoll, wirklich. Ja. Diese Ausläufer von den Gletschern. Das in echt zu sehen, auch wenn das so weit weg ist. Du siehst trotzdem, es ist einfach so mächtig, die Größe. Vor allem beeindruckend. Also das Ding ist, was ich total krass finde, ist, dass jeder Pass, der Furka-Pass, der Gotthardpass und jetzt hier dieser Sustenpass, alle haben so ihre ganz eigenen Arten, so schön zu sein und nochmal differenziert. Ja, anders ich habe gesagt, irgendwie, du fährst hier um die Ecke 50 Kilometer weiter, bist in einer komplett neuen Landschaft. Ja. Und das zieht sich ja so hier durch die ganze Schweiz durch. Ja, und wir haben jetzt einfach nur auf dem direkten Weg quasi mit Autobahn vermeiden Morteau als Ziel eingegeben vom Gotthardpass aus. Und das ist halt der Weg dahin. So, what?
Ja, mach. Trotzdem richtig was geboten, auch auf der leichtesten Wege. Ja. So, mal gucken, was uns noch so geboten wird, ne? Also das ist ja wohl hier echt mal die Schweiz, wie sie lebt und Geld hat. Lambo in Pink ist irgendwie schon dekadent, ne? Das ist so richtig, nochmal richtig trotz drauf. Nochmal einen drauf. Hallo? Ja. Ich habe ein Foto hier vom Brinzer See mit mir auf meiner Karre. Ach cool. Mit 60 km/h durch die Ortschaft. Gar nicht, oder? Jo. Woher weißt du das? Ich auch? Nee, bei dir nicht, bei mir aber. Wo denn? Ja, gerade eben. Warum bei dir jetzt und bei mir nicht? Weil ich, glaube ich, in dem Moment Gas gegeben habe. War das ein Standblitze? Jo. Ja, von vorne, oder? Ja, ich weiß nicht, wie gut die hier sind, aber 60 war ich. Das ist ja nur Schweiz, ne? Da können die dich sogar anhalten und dir Punkte geben, wenn die glauben, dass deine Karre zu laut ist, ohne das zu messen. Toll, super, sehr beruhigend. Aber ist geil hier, das Wasser. Also hier kann man vielleicht auch mal so hinfahren, um mal zu wandern und gleichzeitig hier mal in diesen See öfter zu gehen, ein bisschen zu paddeln. Das ist schon nice. Ja, mit dem Bild, da gehen wir erstmal davon aus, dass das von vorne ist und dass halt nichts kommt. Unmittelbar nach dem Brinzer See folgt der Thunersee, ein Fjordsee im Berner Oberland, der uns ebenfalls mit seinem türkisfarbenen Wasser in seinen Bann zieht. Er ist stolze 17,5 Kilometer lang und 3,5 Kilometer breit, womit er der größte nur in einem Kanton liegende See der Schweiz ist. Ja, Freunde, das hier ist der Thunersee. Da fahren wir jetzt gerade auch ein ziemlich langes Stückchen dran entlang. Auch hier dieses Wasser, also boah, das ist ja hier wie aus dem Filmchen, ne? Da die mit ihrem kleinen Gummiboot mit pinken Sonnenschirm, super viele Touristen. Der See an sich ist super schön. Ich würde mir hier, wenn ich hier länger bleiben würde, definitiv ein abgelegeneres Plätzchen suchen. Gibt es bestimmt auch irgendwo. Aber allein schon zum Entlangfahren hier kann man schon genießen. Sollte man allerdings besser nicht an einem Sonntag machen. Haben wir nämlich heute und merkt man, glaube ich, schon sehr. Ich weiß ja nicht, wie es hier sonst aussieht, aber ist schon gut was los hier. Oh, das ist echt hot hier. Ja, vor allen Dingen, wenn man hier oft in der Geschwindigkeit unterwegs ist wie wir. So mit 30. Dann merkt man die Sonne auf jeden Fall schon. Vor allen Dingen hier im Gegensatz zum Gebirge, wo wir ja gerade herkommen, steht hier die Luft so ein bisschen, ne? Ja. Gerade dann ist es nochmal ein bisschen, bisschen auffälliger. Wir sind hier auf 580 Metern Höhe. Heute Nacht waren es 2000, ne? So, mal wieder hier delikater Stopp am Straßenrand bei Kinersrüti in Switzerland. Nach der Pause
Karrentausch. Ich bin noch nie mit der Tenere gefahren. Julia ist noch nie mit der Afrika Twin gefahren. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt mal. Das restliche Stück Schweiz bis nach Frankreich. Ich ziehe jetzt erstmal hier meine Handschuhe an. Erstmal hier drauf kommen. Oh krass, die ist echt hoch. Caro, du bist echt eine richtig gute, wie sagt man das, Beifahrer ist ja das falsche Wort. Ich fahre hier seit 100 Kilometern mit offenen Gurten rum. Ich bin die ganze Zeit hinter mir her, weil da kommt kein Wort, immer nur Daumen nach oben. Ja, Gepäck ist super. Ist immer. Also ich mache das Ding jetzt mal an hier. Bist du soweit? Boah, ist die leicht. Wow. Man sieht hier immer diese Angaben. Oh mein Gott, das ist halt alles elektrisch, ne? Sieht man auch welchen. Oh ja, leer. Ah, cool. So, okay. Man sieht hier immer diese Angaben, so das Ding mit dem oldschooligsten Tacho, den es hier gibt. Das ist für mich hier gerade schon Premium Electricity. Alles hier völlig High-End. Geile Karre, ey. Cool. Okay, bin ich gespannt, was du gleich sagst. Erwartet mich hier irgendwas? Fallen mir hier gleich irgendwelche Schrauben oder Griffe entgegen? Oder Nein, es könnte nur sein, dass du irgendwann plötzlich nur noch den Lenker in der Hand hast. Der ist nämlich nicht mehr ganz so fest. Oh, hier sitzt man ja ganz anders drauf. Mhm. Dito. Boah, sitzt man hier hoch. Caro, dein Lenker ist komplett schief einfach. Krass, dass du damit diese Pässe so fährst und sowas. Oh, ja? Ey, da muss man sich echt dran gewöhnen. Ich habe mich da, glaube ich, schon komplett dran gewöhnt. Ja, glaube ich auch. Ich merke das ja einfach gar nicht mehr. Man sitzt mit deiner auf jeden Fall höher als mit meiner. Ja, ich weiß. Das merkt man schon definitiv. Man hat auch das Gefühl, man hat weniger Fahrzeug, weil die vorne so schlank ist. Naja, die ist echt schmal. Also, die Tenere ist schon geil zu fahren. Leicht, definitiv. Angenehm, stabil. Aber ich muss euch sagen, Freunde, ich passe besser auf Queenie und Julia sieht viel besser auf der Tenere aus. Und deswegen tauschen wir wieder. Außerdem liebe ich meine Queenie über alles. Okay, dich liebe ich auch, aber meine Queenie auch. Wir fahren jetzt hier rüber von der Schweiz wieder nach Frankreich. Jawohl, schöner Übergang hier. In der Nähe von Besançon, wenn ich das richtig ausspreche. Und auch hier gilt natürlich schön auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten. Ansonsten passiert euch nämlich das, was mir in der Schweiz passiert ist. Da kam nämlich tatsächlich noch ein Knöllchen. Das sind jetzt quasi hier die letzten Meter zu unserem Schlafplätzchen. Oh ey, Jahre war ich hier schon nicht mehr. Das fühlt sich so komisch an. Das ist schon wieder so ein Ort, weißt du, wenn du da früher immer warst und du bist dann Jahre nicht da gewesen, kommst dahin zurück. Komisches Gefühl so. Mhm. Schön schottrig ist es hier. Nein, da muss er natürlich hier mal die Steine fliegen lassen. Schön in ihr Gesicht rein. Pork! Entschuldigung, hast du da was abgekriegt? Nein! Ich habe nur einen Fels im Gesicht. Frag, wieso sind denn hier Leute? Sonst gehen wir auf die Wiese, jo. Naja, es ist halt Sonntag, ne? Wir fahren mal höher. Okay, die sind schwanger, die bleiben wahrscheinlich was länger. Das ist hier eine richtige Festivität, ne? Bonjour, bonjour, bonjour.
Ja, ist jetzt schade. Ja, die haben das da jetzt neu wieder auferbaut, so wie es mal ganz früher war, mit so Bänken und so. Dadurch hast du jetzt natürlich so einen Scheiß hier, dass hier auf einmal Leute sind. Das ist jetzt natürlich doof. Warum leben überhaupt noch andere Leute auf dieser Welt außer wir? So klar, hier kann man geil campen sicher. Ist halt auch sicherlich ruhig. Hier auf diesem Fleckchen auf der linken Seite, ne? Wenn wir uns drehen, mal auf der Wiese gucken, was da abgeht. Kleine Offroad-Waldtour. Was machen wir denn jetzt? Gib mal ein Statement ab. Ich guck mir mal die Wiese an, ja? Sie hat hier richtig Spaß. Yeah! Hier hinten wird es immer waldiger. Hier hat man eine schöne Aussicht auf das Tal. Das ist ganz nice. Ja, dann lass uns das doch einfach Ja, schön im Schatten in der Ecke. Da kann man so richtig schön runter gucken. Auf die ganze Chose hier. Die ganze Champs-Élysées. Hier riecht es ordentlich nach Kühen. Ja, weil hier ist auch alles voll mit, du bist gerade auch durch frische Kuhkacke durchgefahren. Ich bin auch... Ich werde gerade noch immer weiter ein. Hör auf, war jetzt nicht überall Scheiße durch die Gegend und das dampft richtig hin. Das ist Opa! War das stinkt richtig, das war oben angetrocknet. Oh Mann! Ich hab mich festgefahren in Kuhscheiße. Scheiße. Jetzt, ja. Gutes Burnout, ey. Hab ich auch noch nie gesehen. Oh Mann, ey. Oh, Queenie, du arme Sau, ey. Was meinst du? Ich meinte, du bist in Scheiße getreten. Vermutlich. Upsi. Eine Romantik hier ist ja unfassbar. Ich glaube nicht nur, weil ich verliebt bin, sondern einfach auch, weil es geil ist. Vive la France! Ja, Freunde, wie soll es anders sein? Auch bei einem Teller Nudeln mit Pesto und Parmesankäse darf die Mayo nicht fehlen. Trotzdem Mayo drauf, das macht es einfach besser. Es wirkt ekelhaft, aber es ist einfach, es ist das Beste. Wie so vieles im Leben. Einfach machen. Einfach machen und genießen. Genossen haben wir auch die 274 Kilometer von heute und dass die Nacht mal wieder kostenlos ist. Der letzte Fahrtag dieser Reise beginnt inmitten friedlicher Natur. Das war ein Apfel aus Italien, ne? Upsi. Jo, also hier auf dieser glatten Wiese ist das gar nicht so einfach mit diesen Reifen, die er hat. Ich hatte jetzt nicht so Probleme, aber er kam hier gerade gar nicht mehr weiter. Und so machen wir uns an diesem 10. Tag der Reise, gefüllt mit vielen neuen Eindrücken und Bildern wunderschöner Strecken und Landschaften, auf den Weg gen Heimat. Bring hier den Müll weg, ne?
Denn wie immer beim Wildcampen hinterlassen wir unseren Platz sauber. Echt schön, um diese Uhrzeit durch diese Wälder zu fahren auch, ne? Weil es dann noch so frisch ist irgendwie. Wie nennt man die Gegend denn? Franche-Comté ist das. Zwar nicht so oberspektakulär oder so, aber irgendwie hat die was, finde ich. Ich bin immer noch fasziniert, wie vielseitig Frankreich ist. Das ist echt unfassbar. Diese fetten Bergwelten, diese Weiten. Völlig facettenreich, ne? Eigentlich das ist so. Ich finde, eigentlich ist Frankreich hier so, eigentlich ist es das perfekte Land zum Motorradfahren, weil Frankreich hat einfach alles. So, und wir waren ja jetzt hier nur in so einem Teilbereich, weißt du? Dann hast du noch die ganze andere Seite halt einfach, inklusive einer Küste. Du hast den Übergang zu Spanien, die Pyrenäen, du hast das Inland, auch wenn du da halt keine Berge hast, aber dafür ist es halt übersiedelt mit Kanälen. Und das drückt auch irgendwie eine ganz besondere Form von Ruhe aus. Diese Kirchendächer, die du da siehst, mit diesen runden Kuppeln. Ja. Das ist übrigens so eine typische Dachbauform für Kirchen aus der Region hier. Ah, okay. Also hier haben das ganz viele Orte so. Es ist so gemütlich irgendwie in diesen Städtchen. Ich mag das echt gerne. Ja. Weil man muss überlegen, es ist Montagmorgen. Irgendwie wirkt es trotzdem wie ausgestorben so ein bisschen. Alles liegt ruhig, keine Hektik. Er arbeitet hier ganz entspannt am Straßenrand. Ich glaube, das ist genau das Ding, was du mal beschrieben hast am Anfang, als wir durch Frankreich gefahren sind, dass sich alles Leben so oder das meiste Leben in den Städten drubbelt und dafür dann auf dem Land umso mehr Ruhe und diese Abgeschiedenheit dadurch ja viel mehr zustande kommt. Ja, und das insgesamt die Einstellung zum Leben ist auch so ein bisschen anders. Ne? Das ist ja in den meisten Ländern so, wirst du ja sicherlich da auf deiner Balkantour auch festgestellt haben, was die Art zu leben angeht. Ja, einfach mit ein bisschen mehr Gelassenheit. Ne? Genau. Gelassenheit. Ein Thema, was wir an dieser Stelle direkt üben können. Julien verlässt mich nämlich auch mal eben kurz. Das ist das Geile hier, dass der Käse und so und alles, was man hier bekommt, dass das alles wirklich aus den kleinen ortsansässigen Käsereien regionale Produkte sind, die herstellen, hier von den Kühen, die wir hier drumherum auf den Weiden stehen haben. Also so eine quasi bessere Qualität und mehr Bio, obwohl es nicht jetzt extra wie bei uns als Bio klassifiziert ist, kannst du im Grunde genommen überhaupt nicht bekommen. Merkt man den Produkten auch tatsächlich an. So. Wenn man sie nicht gerade 3 Tage mit sich rumfährt und sie dann geschmolzen sind. Und wir haben hier gerade nämlich so einen Milchtanker mit Franche-Comté-Milch, der dann, woraus der Käse gemacht wird, vor uns. Also du hast hier auch noch auf den ganzen Dörfern mit ein paar hundert Einwohnern diese alten Bauernhöfe und so, wie die das noch wirklich so... Man hat auch das Gefühl einfach, hier ist die Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Ne? Deswegen kann man hier auch so gut runterfahren, wenn man Urlaub macht, weil man da so ein Stück von diesem Gefühl mitnimmt.
genießen das Grün der Region Grand Est und biegen dann auf die Autobahn ab, um die 700 Kilometer bis ins Münsterland heute noch zu schaffen. Gerade noch die letzte Möglichkeit benutzt und hier in Frankreich frisches Baguette geholt. Geil, was ist da drauf? Salat und Hähnchen. Oh, wir gönnen uns hier richtig, Freunde, ne? Premium. Ja, und mit dem Premium-Ausblick machen wir jetzt hier eine Premium-Pause und dann geht's gleich weiter auf die Autobahn. Mit Mayonnaise. Die französischen Autobahnen sind an diesem Montagmorgen wie leergefegt. So können wir hier problemlos und sehr genüsslich Strecke machen. So Freunde, hier an der Tanke in Luxemburg haben wir gerade nochmal für 1,65 so richtig schön den Tank voll geballert, damit es jetzt die letzten Kilometer auf deutschen Autobahnen nach Hause geht. Und wir haben gedacht, wir ziehen jetzt hier gerade mal ein kleines Fazit von der Reise. Also ich freue mich jetzt vor allem auf meine Dusche. Genau, richtige Dusche. Richtige Dusche, richtige Toilette. Was ja. zu essen. Was zu essen? Was zu essen? Und ein richtiges Bett. Und ein richtiges Bett. Er hat die letzten Nächte einfach auf dem Boden gepennt. Ich habe ja meine super top Thermarest Isomatte. Ich glaube, du holst dir auch so eine, oder? Mal schauen, ne? Also es geht schon nur auf dem Boden, ist aber zum Teil auch schon nicht so angenehm. Aber dafür hat man auch eine Packung weniger dabei. Ich glaube, wir kommen zurück und haben mal so richtig abgeschaltet vom normalen Leben, ne? So einfach nochmal so in eine ganz andere Welt. So wie immer eigentlich, wenn man mit dem Motorrad oder auch allgemein ein paar Tage mal wegfährt. Ja. Tut auf jeden Fall dem Geist ganz gut. Dem Geist, Körper auch. dem Körper, mal eine Pause vom ganzen Fitnessstudio-Gerenne, was man sonst so macht, ne? Ja, genau, also wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir haben echt Glück mit dem Wetter jetzt hier die letzten Kilometer und das heißt die letzten Kilometer eigentlich die ganze Zeit, ne? Bis auf den ersten Tag, Bombenwetter durchgehen. nicht nur das Top-Wetter, auch noch die Top-Strecken, Landschaften, alles irgendwie so ohne richtig krasse Planung. Was? Ganz viel Bonbon im Genau, ohne Planung. Das war auch mal wieder ungeplant. Alles irgendwie very spontaneous. Aber geile 10 Tage, muss ich echt sagen. Fühlt sich an wie 3 Wochen irgendwie, so richtig raus aus dem Alltag. Dann ist man auch wieder mit voller, frischer Energie dabei, wieder in den Alltag einzusteigen. In diesem Sinne, Freunde, bis zur nächsten Reise. Wir sehen uns spätestens, wenn Marokko vor der Tür steht. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht es gut und ja, immer schön vorsichtig fahren. Ne? Tschö. Kannst du jetzt Tschüss sagen? Tschüss. Julien meinte gerade. Nee, ich kann mal genau zeigen, was ich gerade meinte. Kennt ihr sowas? Hier werden nämlich Wildbonbons kombiniert. Alles auf einmal hier. Zeig mal. Bonbon-Kombination, das macht doch niemand. Das macht man doch nicht, sowas. Doch. Freunde, sag mal ehrlich. Wenn man geile Lakritzbonbons hat und dann gibt es geile Fruchtbonbons, wenn man die beide zusammen in den Mund steckt und das Ganze mal 2, dann kann man ziemlich lange, mal 4, egal, kann man ziemlich lange geilen Geschmack im Mund haben beim Fahren. Eine letzte Sache gibt es dann doch noch zu sagen. Und zwar wollte ich mich einmal noch ganz, ganz fett bedanken bei allen, die hier dabei sind. Viele von euch schon sehr, sehr lange, seit es den Kanal gibt. Und ich freue mich immer wieder, wenn neue Menschen dazukommen. Ich freue mich immer wieder, euch unterwegs auf den Straßen zu treffen und ja, dass die Community wächst. Also in diesem Sinne vielen, vielen Dank. Ihr seid echt einfach der Hammer und ich freue mich einfach, dass ihr alle da seid.
So, und wir fahren jetzt hier noch in den Sonnenuntergang hinein. Ciao! An diesem Tag fahren wir 706 Kilometer und latzen auch dementsprechend viel Spritgeld. Insgesamt sind wir in den 10 Tagen 2905 Kilometer gefahren, haben 284 € für Sprit ausgegeben, 35 € für Schlafen und 96 € für Essen. Und ich sag euch, Freunde, jeder Cent war es wert.